So, wir sind live. Echt hart. Ehrlich? Ja. Da oben siehst du es. War gar nicht so einfach heute. Beginnen wir mit unserem Tag. Habe ich einen Bauch in den Bauch? Ja, also wir haben gut gegessen gerade. Ja, wir haben gut gegessen. Ungarisches Salami, weißes Brot. Ja, ansonsten nichts. Wasser und Bier. Wasser und Bier, alkoholfreies Bier. Ja. Wie haben wir begonnen? Wir haben auf einer Parkbank geschlafen. War klasse. Wir Also haben wirklich? begonnen. Ja. Nee. Du musst Begonnen? dir mal vorstellen, wer du überhaupt bist. Ach, Ich kenn genau. ja gar niemanden. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Heute wieder live von der TED Sektion 3 Ungarn. Beginnen wir aber jetzt den Tag. Neben mir der Jörg. Ja. Jörg Schnabel von Swidelski Schienenbau alias Wuschel. Sagt er. Ja, weil er aussieht wie das Mikro. Ja, genau. Genau. Okay, also begonnen haben wir auf einer Parkbank heute schon. Ja, schöne geile Parkbank direkt an so einem kleinen Fluss. Ja, 200 Meter Luftlinie, stark befahrene Straße und jede Menge Köter in der Nacht. Ja, so viele Hunde, es war wie ein Tierheim, ne? Ja, ja. Aber es war trocken und das war das Wichtigste. Und vor allem haben wir eine flache Ebene gehabt zum die Matratzen auflegen. Wie breit war die flache Ebene? Ein bisschen mehr. Mehr. So, ja. Genau. Und wer ist da heute Nacht runtergefallen? Ich. Mich hat's runtergewichst. Ich Ich hab wollte mich gedacht- umdrehen und dann war im Leeren und dann war ich Was was ist da so laut, habe ich mir gedacht, ne? Und dann liegt da unten der Jörg, ne? Okay, das haben wir aber überlebt, sieht man. Ja. War gut, gefrühstückt haben wir wieder an der Tankstelle, es ist wirklich schwer. Als Außenstehender, ohne Sprachkenntnisse, ohne Landeskenntnisse, also wir sind ja völlig leer in der Birne, hier durchzukommen. Also sind wir zur Tankstelle, da kann man mit deuten, Kaffee und das und das. Ich habe mein Handy geladen, weil das Motorrad gibt nicht genug Strom her, um alles zu verwalten, weil wir als Medien dabei haben. Und dann sind wir losgefahren auf die TED. Am Anfang, Also ich sage es jetzt mal wirklich ehrlich, ich war recht gelangweilt, nicht weil es nicht anspruchslos war, sondern weil es immer wieder das Gleiche war. Feldwege, Acker, ein bisschen Wald. Wald hat wieder aufgelockert, das war geil, aber dann kam es wieder raus, wieder Feldwege, immer das Gleiche irgendwie. Alles öde, alles mürbe, alles vertrocknet und habe ein bisschen Durchhänger gehabt. Aber dann Gott sei Dank, irgendwann jetzt am Nachmittag war es dann wieder richtig geil. vielleicht war der Kaffee dran schuld. Der Kaffee? Kaffee und ein Stück Pizza, dass du wieder fit geworden bist. Genau. Also ich muss auch sagen, ich habe es so ähnlich erlebt. Ich bin vorausgefahren, ich habe mich manchmal gefreut, wenn wir es verfahren haben. Ne? Es ist nicht so, dass es war anspruchsvoll genug und ich bin dreimal fast abgeschmiert. Aber es war halt immer das Gleiche. Und das jetzt, weiß nicht wie viele Kilometer? Also wir haben jetzt 267 Kilometer insgesamt. Also 267 Kilometer zwischen einem Acker und einem Acker und einem Acker. Und wenn die es ganz gut gemacht haben, haben sie den Weg vorbereitet, die haben den gegrubbert. Jeder, der Landwirt ist, der weiß, was das ist. Die haben einfach die Erde aufgeschaufelt. Und dann hast du dann 1 Kilometer lang durch den Acker fahren müssen. Das war nicht so schön. Ja. Aber nach dem Mittagessen ging es wieder weiter. Jetzt haben wir dann so eine Schleife gehabt mit 25 Kilometern. Wir haben uns wirklich überlegt, sollen wir uns das antun? Na, also wir wollten es Ja. fast abkürzen. Ja, wir wollten es fast abkürzen, aber wir haben es Gott sei Dank nicht getan, weil der Schwung, der hat sich wirklich gelohnt, der war richtig geil. Richtig geil, wirklich. Teilweise 70 bis 90 km/h, auch machen wir über, Ja. auf einem Damm. Ich weiß gar nicht, wie viele Dämme wir hier befahren haben. Ne? Ja. Also wir sind jeden Tag mal ein paar Kilometer auf dem Damm gewesen, aber heute war endgeil. Wir stehen übrigens gerade auf dem Damm. Ja. Spitzenblasen war dann gesagt. Ja. Vollgas, hallo mein Schatz, ich liebe dich auch. Vollgas. Den sprichst du da? Hast du es nicht gesehen? Da kommen die Chats rein. Jetzt nichts mehr, aber Ach so, wenn es auf Fenster runtergeht. Vollgas sind wir gefahren, hat richtig Spaß gemacht. Und dann stehen wir vor zwei Pfosten, also Ja. wir zwei Pfosten, Vollpfosten. vor zwei anderen Pfosten, die bunt bemalt waren. Ja, Und wer die Überschrift gelesen hat, der weiß, welche Pfosten es waren. genau. Falsch. Ukraine Nein, und Ungarn. nein, das ist seine Interpretation. Ich habe gesagt, das ist Italien und Schweden. Okay. Die haben ja auch eine Grenze, das liegt ziemlich nah zusammen. Und die Farben haben gestimmt, oder? Ja, die waren bloß verdreht. Ja. Also meine Interpretation oder seine, wir können es ausloten. Ja, ich war ja nur auf der Baumschule, deshalb. Ja, habe ich mir schon öfters gedacht heute. Warum hat denn der Sonnenbrille eigentlich auf? Wisst ihr das? Also, ich kann es euch einmal zeigen. Ich fahre ja die ganze Zeit dem Affen hier hinterher.
Und irgendwie habe ich das Gefühl, jedes Mal, wenn es trocken wird, fährt er extra in der trockenen Spur, anstelle von rauszufahren, ein bisschen auf der Grasnarbe, dass dein Follower nicht zum Staub fährt. Nein, er geht dann immer richtig drauf und dann macht er auf laut. Und deshalb habe ich so dicke Tränensäcke. Guck das mal an. Aber Das mein ist dann- einziger richtiger Follower, weil er folgt mir den ganzen Tag. Ja, und ich bin heute früh aufgestanden, habe wirklich eine Handvoll Dreck aus meinen Augen rausgeholt. Und das ist nicht übertrieben. Wir haben es im Müll entsorgt, weil es ist ja Sondermüll, genau. schwer verwertbar. Ja, unser Ziel für heute ist Einreise Satu Mare nach Rumänien. Da lang. Und das ist gar nichts mehr weit. Und dann schauen wir, was auf uns zukommt. Keiner von uns hat Ahnung. Wenn ihr in Ungarn spazieren fahrt, der erste TED war klasse. Der zweite ist was für 1200 GS-Fahrer, die so tiefe Löcher mögen. Ne? Genau. Weil das kam ganz oft vor. Einmal bin ich komplett aus der Spur geflogen und mit dem Highsider komplett wieder zurückkomme. Und das war mein Glück, sonst würde ich heute nicht dastehen. Also es war heute echt krank. Ich zeige euch die Location nochmal und versuche nicht am Mikrofon zu wackeln. So sieht es aus aus so einem Damm. Und da kann man wirklich 100 km/h fahren. So sehen die Mopeds aus. Ein bisschen was hat gelitten. Also die Taschen, die mögen diese Springerei und über diese Pistenbuckeln nicht unbedingt gern. Ne? Aber ansonsten hält sich die Else ganz tapfer. Muss ich so. Wirklich tapfer. Andrea auch, nachdem sie ein bisschen nachjustiert wurde. Ja, kleines Problem mit dem Anlasser, aber das konnten wir auch beheben. Das ist die Zündung an, ja. Ja. Schiebt man sie nachher wieder an. Und tanken müssen wir auch, ne? Ja, Benzin sollten wir wieder haben. Ja. Obwohl wir fahren ja noch genug spazieren. Okay. Mein Auge ist auch noch dick. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ja. Abonniert uns in Instagram, Facebook und wo auch sonst. Bleibt am Ball, macht die Glocke an. Bis bald. Jetzt mit links. Ciao. Euer Manuel. Ciao.